Moin Leute, ich möchte euch heute gerne 3 sommerliche Düfte vorstellen, die vielleicht weniger bekannt sind, aber natürlich trotzdem ganz wundervoll sind. Und ich finde, darum geht es ja mitunter im Nischenbereich auch. Mainstream kann jeder, Mainstream-Düfte werden zuhauf hier auf YouTube vorgestellt. Ich versuche aber natürlich auch immer mal wieder Düfte vorzustellen, die vielleicht weniger bekannt sind, aber die eben natürlich trotzdem richtig toll sind. Wir starten hier direkt mit dem ersten Duft, nämlich mit Genesis von der Marke Pigmentarium. Vielleicht auch noch mal eine kurze Information zu der Marke Pigmentarium, denn hier handelt es sich um eine tschechische Nischenmarke, die haben wirklich einige interessante Düfte im Sortiment und vor allem stimmt da meiner Meinung nach auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, aber das ist natürlich alles Geschmackssache, da müsst ihr einfach mal schauen. Hier in Genesis haben wir eine wirklich sehr frische und zitrische DNA. Und dazu haben wir auch Feigenblatt als Duftnote. Und dazu muss ich sagen, dass ich relativ viel Probleme mittlerweile mit der Duftnote Feige habe. Das hat sich so in den letzten 1 bis 2 Jahren bei mir eingeschlichen. Ich habe Düfte, die mit Feige als Duftnote arbeiten, dann relativ schnell über. Und es gibt tatsächlich nur noch sehr, sehr wenige Feigendüfte, die mir gefallen. Und Genesis ist eben einer dieser Düfte. Die Kopfnote ist wirklich sehr frisch und zitrisch. Hier werden Aldehyde angegeben. Es gibt ja diverse Aldehyde. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass hier etwas Zitrusartiges verwendet wurde. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass meine erste Assoziation so ein Zitrusscheibenreinigungsmittel fürs Auto war. Ihr kennt das ja sicherlich, man reinigt die Autoscheiben und im Innenraum kommt so ein Reinigungsmittelgeruch, so ein Zitrusgeruch auf. Und das war tatsächlich hier meine erste Assoziation. Das meine ich aber ganz positiv. Es riecht halt wirklich sehr frisch, sehr zitrisch und auch clean. Diese Zitrik zieht sich im Duftverlauf etwas zurück, ist und bleibt aber eben der Mainplayer dieser DNA. Im weiteren Duftverlauf bekommen wir eine leichte grüne Apfelnote. Das ist aber nichts Intensives, vor allem nichts Süßes, sondern es schwingt nur so ganz leicht im Hintergrund eine Apfelnote mit. Und im Drydown kommt dann eben die Feigenblattnote immer mehr heraus. Für mich zum Glück nur leicht und dezent. Es ist tatsächlich auch das Grün der Feige, also gar nicht die intensive Frucht, sondern es riecht eher so grünlich eben nach Feige. Das finde ich persönlich eben gut, weil der Duft dadurch zu keinem Zeitpunkt feigendominant wird. Zusammenfassend kann man also sagen, dass wir hier eine wirklich sehr erfrischende, zitrische DNA haben, die durch die grüne Apfelnote und durchs Feigenblatt eben so einen ganz leichten, fruchtigen und grünen Einschlag bekommt. Die Haltbarkeit ist solide, ich würde sagen so circa 7 bis 8 Stunden. Dieser Duft ist für mich so wirklich die pure sommerliche Erfrischung, gerade wenn es draußen so um die 30 Grad sind. Man sprüht sich diesen Duft auf, man wird erfrischt, man fühlt sich wohl. Also eine klare Empfehlung meinerseits. So, und weiter geht es mit Indolence von der Marke Tobba. Das ist eine Nischenmarke aus Hongkong. Da wird es in den nächsten Wochen auch eine kleine Haustour von mir geben. Da stelle ich euch alle Düfte vor. Und auch wenn ich mir diesen Duft hier selbst gekauft habe, möchte ich an dieser Stelle etwas Werbung machen. Denn die Marke Tobba bekommt ihr nur ganz exklusiv in der Nischenparfümerie 15 West aus Berlin. Die tolle Nischenparfümerie hat auch einen Online-Shop, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, also schaut dort gerne mal vorbei. Ja, und dieser Duft ist etwas für Teeliebhaber. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Düfte wie Imagination oder Woulon-Char mögt, dann könnte auch dieser Duft etwas für euch sein, denn in dieser DNA haben wir hier eine sehr intensive Mate Absolut Teenote. Das Ganze geht aber tatsächlich in eine andere Richtung als die vorher beiden genannten Düfte. Denn wir haben hier neben dieser intensiven Teenote auch noch diverse Blüten. Die nehme ich als leicht gezuckert, als leicht süßlich wahr. Trotzdem ist und bleibt der Duft insgesamt sehr frisch. Und im Drydown bekommen wir tatsächlich relativ viel Patchouli. Also Patchouli müsst ihr schon mögen. Ich kann aber dazu sagen, dass diese Patchouli-Note zu keinem Zeitpunkt sehr erdig, ich sag jetzt einfach mal muffig wirkt, sondern das Ganze riecht für mich etwas frischer, klarer. Man könnte sagen, es ist im Prinzip eine frische Erde, die vielleicht auch noch so leicht feucht, also nass ist. Und dementsprechend wird das Ganze im Drydown zu keinem Zeitpunkt irgendwie sehr erdig oder sehr muffig.
Und dann haben wir auch noch so ein bisschen Bergamotte und Mandarine und tatsächlich auch etwas Ambroxan, das riecht man auch heraus. Diese ganzen Duftnoten sorgen eben dafür, dass es eine frische, angenehme Duftkomposition ist. Und ja, es ist wirklich ein toller, außergewöhnlicher Teeduft. Die Haltbarkeit ist super, also der Duft hält mindestens 9 bis 10 Stunden auf meiner Haut. Das ist schon für diese Art von DNA außergewöhnlich gut. Und auch die Sillage ist wirklich sehr intensiv. Vor allem so in den ersten 4 bis 5 Stunden hat man eine große Aura um sich herum. Also wie gesagt, wenn ihr Tee als Duftnote mögt und auch mit Patchouli etwas anfangen könnt, dann müsst ihr diesen Duft unbedingt mal ausprobieren. So, und zu guter Letzt kommen wir zu Cloud Collection Number 2, also die Nummer 2 von der Marke Zarco Perfume. Es gibt nämlich 3 Düfte aus dieser Cloud Collection, Duft 1, 2, 3. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich absolut gar nicht verstehen kann, warum dieser Duft ja nahezu in keinem YouTube-Sommervideo zu finden ist. Ich finde, dass dieser Duft viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Also, ich könnte die Duftbeschreibung auch abkürzen, indem ich sage, dass diese DNA wirklich 1:1 nach diesen blauen Eisbonbons riecht. Ich habe die früher als Kind gerne gegessen, die gibt es aber auch heute noch zu kaufen. Also das ist tatsächlich jedes Mal meine Assoziation, wenn ich mir diesen Duft aufsprühe. Ja, das Ganze wurde noch durch zusätzlich Minze und Zitronengras ergänzt. Das heißt, die DNA ist wirklich sehr minzig, mentholig, durch eben Zitronengras, aber auch angenehm zitrisch. Basilikum bringt so eine ganz leichte grüne Note mit, aber es riecht wirklich für mich nach diesen Eisbonbons. Wir haben dann im Duftverlauf noch so ganz, ganz leicht florale Noten im Hintergrund. Das ist für mich aber nichts Präsentes, sondern man bekommt das hin und wieder mal ganz leicht irgendwie mit. Und im Drydown wird der Duft einfach noch so ein bisschen weicher. Hier haben wir noch ein bisschen Moschus angegeben. Es ist und bleibt für mich aber wirklich eine DNA, die mich immer sehr, sehr stark an diese blauen Eisbonbons erinnert. Also hier kann man auch wirklich sagen, dass die Farbe des Duftes auch zu der DNA passt. Es ist ein Molekülduft, ich blende euch das mal ein. Man muss den Flakon tatsächlich vorher schütteln und dann kann man sich den Duft eben aufsprühen. Ich finde, es ist ein sehr erfrischender und tatsächlich auch kühlender Duft. Bei hohen Temperaturen finde ich wirklich, dass die Haut dadurch so ein bisschen heruntergekühlt wird. Zumindest hat man diesen Effekt. Also wirklich eine tolle DNA. Die Haltbarkeit ist in Ordnung. 7 bis 8 Stunden, das reicht aus. Zur Not schütteln, nochmal nachsprühen. Also wirklich ein toller Duft. So, und dann bin ich auch durch für heute. Sollte dir das Video gefallen haben, dann drücke doch gerne den Daumen hoch Button. Und wenn du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest und auch kein Video verpassen möchtest, dann abonniere doch auch gerne meinen Kanal. Dann sage ich danke für die Unterstützung, bleibt gesund und munter und bis demnächst.